Auf unserer Panamerikaner-Reise erleben wir ständig Neues. Länder, Menschen, Kulturen. Doch manchmal nimmt die Route eine andere Wendung als geplant. Schweren Herzens verabschieden wir uns deshalb früher als gedacht von Bolivien und sagen leise Adios. Und auch unser Van freut sich, bald die Höhenlage hinter sich zu lassen. Ein letztes Mal noch die Anspannung der besonders gründlichen Grenzkontrollen. Dann heißt es, neues Land, neues Kapitel. Wir dürfen offiziell nach Peru einreisen. Sehr gut. Hola, schön euch in diesem Video dabei zu haben. Ihr seht schon, wir sind an einem wunderschönen Ort. Wir sind immer noch in Bolivien, aber mittlerweile am nordwestlichen Ende. Und zwar am Titicacasee, Lago Titicaca. Und das ist einfach ein idyllischer Ort. Es ist eine ganz kleine Gemeinde, wo vor allem Bauern leben. Und die bringen hier morgens die Kühe an die Weide. Hier trocknet überall das Stroh und es ist einfach ein richtig schöner Ort, der eigentlich auch gar nicht geplant war. Aber manchmal sind ja eben die ungeplanten Sachen auch die schönsten. Wir sind auf über 3800 Höhenmetern und mittlerweile sind die Nächte richtig kalt. Man hat sie heute Morgen schon gesehen. Die Scheiben sind nicht nur von draußen eingefroren, sondern auch von drinnen. Und deshalb, weil Jimmy, wie wir gemerkt haben, die Höhe und die Kälte nicht so verträgt, öffnen wir die Motorhaube, damit ein bisschen Sonne in den Motorblock reinscheint, damit wir nachher losfahren können. Und auch wir, also sobald die Sonne rauskommt, versuchen wir uns an die Sonne zu stellen und uns ein bisschen aufzuwärmen. Wir wollten ja eigentlich gar nicht an diesem Platz übernachten. Wir kamen an dem Tag, als wir hier angekommen sind, von der Todesstraße. Und das hat sich schon echt lang gezogen und darum haben wir hier diesen Fleck gesehen und gesagt, wir halten einfach an und übernachten hier. Und das war eigentlich wirklich die allerbeste Entscheidung, die wir fällen konnten. Hallo. Buen día. Hola. Hola, buenas. Ja, aber heute fahren wir dann trotzdem auch wieder weiter. Es wird langsam Zeit, so schön es hier auch ist. Bevor wir gleich losfahren, noch ein kleiner Reminder in eigener Sache. Wir haben ja vor kurzem unsere Alpaka-Edition mit Hoodies, Sweatern und T-Shirts mit ganz viel Alpaka-Liebe rausgebracht. Wie gewohnt ist es auch wieder Biomaterial und mit einem qualitativ hochwertigen Stick mit ganz viel Alpaka-Vibes. Dieses T-Shirt gehört auch dazu, aber ihr findet im Shop natürlich weitere Sachen, auch abgesehen von der Alpaka-Edition. Also freuen wir uns sehr, wenn ihr vorbeischaut. Mal schauen, ob Jimmy jetzt startet. Oh. Ja, habe ich gesagt. Höhe und Kälte. Mag er nicht. Müssen wir warten, dass er wärmer wird. Da ist er. Ab ans Meer. Oh. Vamos. Nicht nur die Kälte und die Höhe machen Jimmy zu schaffen, sondern auch die Qualität des Diesels ist hier in Bolivien leider sehr schlecht. Es hat eine kleine Diva.
Hola, buenas. Buenas tardes. Vale, gracias. Buen día. Ciao. Auch hier entlang des Lago Titicaca gibt es natürlich ein paar Polizeikontrollen, obwohl ich glaube, das war jetzt gerade Militär. Aber in den meisten Fällen wird man einfach durchgewunken. Die sehen gleich, dass man Tourist ist, Reisender, und dann haben die auch keine großen Interesse, einen da irgendwie lang aufzuhalten. Einige Male mussten wir aber schon wirklich komplett alle Papiere zeigen und sogar auch den TIP, also den Temporary Import Permit. Das ist uns in wenigen Ländern passiert und hier doch immer wieder mal. Ja, aber wir haben ja alles beieinander, alle Papiere sind in Ordnung und dann winken sie uns auch immer sehr schnell durch. Wir wollen heute ja nach Copacabana und das heißt, wir müssen einmal den See queren an einer sehr schmalen Stelle. Aber hier gibt es keine Brücke, sondern eine Fähre. Das heißt, ich gehe jetzt mal hier vorne zum Ticketschalter, hole uns ein Ticket, zahle die Fähre und dann ja, wird es, glaube ich, ziemlich abenteuerlich, weil die Fähren sind eher so kleine Holzflosse. Ja, das wird spannend. Hola, buenas. Es un camper pequeño de 3 toneladas. Na? So, hier ist ein Ticket. Das ist das Ticket? Ja, das ist es. Okay, was hast du bezahlt? 50 Bolivianos, also irgendwie Okay. 2,50 € oder so. Ja, das passt. Voll gut. Können gleich mal los, wahrscheinlich. Sieht ziemlich waghalsig aus, dieses Unternehmen. Ja, voll. Ich würde sagen, wir haben wirklich die idealen Bedingungen für diese Fährfahrt. Wir haben keinen Wellengang, fast keinen Wind und es fühlt sich auch tatsächlich erstaunlich stabil an. Ne? Ja, obwohl, wenn man hier runter schaut, ist es einfach eine marode Holzkonstruktion. Man darf eben nicht runterschauen, so einfach ist Man darf es. nicht zu detailliert anschauen. Das Genau, so ist es. Aber ja, also ich glaube, das funktioniert hier schon ganz gut, weil das ist auch, also hier gibt es ja richtig viel Verkehr. Ja, Da sind voll. viele Autos, auch Busse, die diese Fähren hier einfach nutzen. Und die Fahrt ist ja auch nicht lang. Also das Nee. ist ja nicht mal ein Kilometer, oder? Ich glaube nicht. Viertelstunde, 10 Minuten. Ja, und man kommt auch direkt gleich dran Ja. und also ist eine schnelle und relativ angenehme Sache. Und damit sind wir auch schon da. Das ging ja wirklich richtig schnell. Und da gibt es ja auch nicht solche Dinge wie, bei manchen Fähren hat man das Gefühl, man muss erst eine Ewigkeit warten, bis sie einen runterlassen. Aber nee, hier kaum dockt man an, sagen sie schon, ja komm, fahr mal. Auch wenn da noch ein Spalt dazwischen ist. Das war halt pragmatisch hier. Es nuevo y lo compramos en Chile. Pero muy bonito. Por eso. ¿Cuánto daría? ¿Cuánto daría? 50 bolivianos. Ah, no, no. No podemos. No podemos. Ese es Sí. demasiado. Das war jetzt so lustig. Am Hafen, als wir angekommen sind, kam ein Herr auf uns zu und meinte, ach, ihr habt aber schöne Kanister. Und ja, schon, weil also die meisten Kanister hier in Bolivien sind halt schon echt gebraucht. Da sieht man die Gebrauchsspuren. Und unsere leuchten ja noch neu gelb.
Und dann meinte er so, ja, ob wir ihm die nicht verkaufen wollen oder zumindest einen. Aber wir haben ja noch Diesel drin, klar, den könnten wir jetzt schnell umfüllen, aber vor allem, wir haben die ja in Chile gekauft. Und was er uns anbieten wollte, das war einfach nicht im Verhältnis dazu, was wir bezahlt haben. Ja, jetzt gucken wir mal, also... Ja, irgendwann mal müssen wir sie ja loswerden. Ja, das ja schon, aber irgendwie Ja. lagen unsere Vorstellungen sehr weit auseinander. Ja. Zeit für einen Zwischenhalt und auch für Frühstück. Wir haben nämlich immer noch nichts gegessen und es ist schon fast Mittag. Wie immer gibt es eher ein Spätstück als ein Frühstück, aber das ist auch okay. Und wir wollen vor allem auch die Gelegenheit nutzen, um unsere Reste aufzubrauchen. In den nächsten Tagen geht es schon über die peruanische Grenze, das heißt, wir können keine frischen Lebensmittel mitnehmen. Und ja, dann würfeln wir einfach zusammen, was wir haben. Also für mich gibt es eine Art Milchreis, also Reisreste mit ein bisschen Früchten. Und wir machen noch eine Art Hamandags. Leider ohne Brot, denn wir sind auch knapp mit Gas und darum haben wir kein Brot gebacken. Aber das geht schon, also könnte glaube ich schlimmer sein. Auf jeden Fall. Richtig gutes Frühstück. Mal probieren. Ja. Doch, ich muss die Folie noch schmacken. Ja, und der ist selber. Wir waren ja jetzt so lange in den Bergen, also nicht, dass wir hier tief sind, wir sind immer noch auf 4000 Metern, aber hier dieses blaue Wasser zu sehen, das hatten wir ja schon Ewigkeiten nicht mehr. Ja. Also mich zieht es wirklich direkt an den Strand. Ja, weil es halt auch nicht so kalt ist wahrscheinlich da unten, aber... Ich gehe davon aus und der Ja. Kopf tut weniger weh. Das auch, ja. Aber es ist unglaublich, also das Wasser, die Berge da hinten, also richtig schönes Plätzchen haben wir ausgesucht. Ja, wirklich sehr schön. Ja. Wir sind in Copacabana angekommen, leider nicht das Copacabana in Brasilien, wo es wahrscheinlich viel wärmer gewesen wäre. Aber es sieht trotzdem hier recht süß aus, nicht? Ja, also es ist nicht groß, aber bestimmt gibt es auch hier ein paar nette Ecken. Ja. Copacabana ist nicht nur für ausländische Touristen interessant, sondern es kommen auch viele bolivianische Touristen hierher. Also zumindest die, die sich auch leisten können. Dementsprechend ist hier auch eben dieses Angebot an Souvenirständen und alle möglichen rundherum so eben recht groß. Man kann hier auch verschiedene Touren in die Umgebung machen. Und ich glaube, der Hauptmagnet ist aber tatsächlich einfach der See, weil so richtig Wahrzeichen gibt es hier eigentlich weniger oder nicht so bedeutsame. Aber ich meine, die Seelage, die spricht ja auch schon für sich. Ich finde es total schön, wie man immer wieder die Frauen in den traditionellen Kleidern sieht, aber sie laufen auch zusammen mit meist jüngeren Damen, die eben dann modern gekleidet sind. Also man merkt, das ist so total durchmischt und die traditionelle Kleidung wird eben getragen oder nicht, je nachdem, wie man es dann halt fühlt. Finde ich eigentlich richtig schön. Also ich bin ja absoluter Popcorn-Liebhaber und diese Dinger sind ja, das ist so wie aufgepoppter Mais, aber er ist süß und das ist für mich so seltsam. Für mich ist Popcorn und alles Mais-Zugehörige einfach salzig. Aber es ist ganz okay, also es ist so halt einfach so richtig fluffig weich. Was ist es denn?
Ja, es ist einfach aufgepoppter Mais irgendwie. Keine Ahnung, wie die das machen, dass es nicht zu Popcorn wird, aber es ist Mais. Hat sich ganz schön verändert hier, was? Ja, voll. Also ich weiß noch, als wir vor 10 Jahren hier waren, da stand nur ein einziges Hotel hier. Und sonst da vorne war gar nichts. Ja. Und jetzt so viele neue Häuser und so viele Boote auch. Damals waren doch niemals so viele Boote hier, oder? Nee, ich glaube nicht. Das ist unglaublich. Also vom Steg vorne sieht man es ja nochmals richtig gut, wie das gewachsen ist. Aber ja, wenn der Tourismus kommt, dann können die Leute davon leben und wieso nicht? Ich glaube, ich muss meine Aussage von vorhin ein bisschen präzisieren, denn auch wenn Copacabana selbst vielleicht nicht so dieses monumentale Wahrzeichen hat, hat es der Lago de Titicaca auf jeden Fall. Und von Copacabana aus starten eben auch Touren dahin. Man kommt ja entweder mit Helikopter oder vor allem eben mit dem Boot dahin. Und zwar ist das eine der vielen Inseln auf dem Lago Titicaca, genauer gesagt die Isla del Sol, die auch als Geburtsstätte der Inkas gilt. Also das ist auf jeden Fall eine sehr bedeutsame Stätte. Es gibt da auch verschiedene Ruinen. Ein paar Leute leben da auch und betreiben Landwirtschaft. Das ist eine richtig schöne Insel. Und die ist eben sehr bedeutsam, nicht nur in der früheren Inka-Kultur, sondern auch in diesen anderen indigenen Stämmen, die es damals gab oder auch heute noch leben, wie zum Beispiel die Aymara, die Quechua und viele weitere. Also von dem her, das ist auf jeden Fall sehr wichtig hier in der Region. Und Copacabana selbst, der Vollständigkeit halber, kann man sagen, hat auch hier vorne einen Hügel, der so einen kleinen Mini-Pilgerweg hat. Und von da oben hat man natürlich auch eine wunderschöne Aussicht über diese Bucht von Copacabana und allgemein den See und die Inseln. Wir sind ein kleines Stückchen rausgefahren aus dem Ort und haben unseren Stellplatz für die Nacht gefunden. Wir stehen hier direkt am See. Ja, es ist nicht der allerruhigste Platz, aber wir haben jetzt beschlossen, dass wir morgen schon weiterfahren und zwar über die peruanische Grenze nach Peru rein. Also ist der Platz für eine Nacht auf jeden Fall gut genug. Und auch so, die Aussicht ist ja wunderschön. Also dieser See, das ist so idyllisch. Obwohl man sagen muss, auch dieser idyllisch wirkende See hat so seine Probleme. Ich weiß nicht, ob das wirklich stimmt, aber wir haben gelesen, dass es rund um den See geschätzt 30.000 illegale Minen geben soll, die eben dann ihre Abwasser auch ungefiltert in den See reinlassen. Gerade bei den Goldminen heißt das auch, dass es eine Quecksilber- und Bleiverunreinigung gibt des Wassers. Und wenn man das weiß, dann ist es irgendwie, ich weiß nicht, dann wirkt das Wasser auf einmal doch nicht mehr so mega schön. Und dann kommen natürlich auch die Abwasser der umliegenden Städte hinzu, die auch einfach in den See reinfließen. Also, naja. Läuft hier alles ein bisschen anders. Ja, aber zum Anschauen ist es trotzdem schön. Auf jeden Fall, ja. Ja, darum haben wir uns auch so ausgerichtet, dass wir schöne Aussicht auf das Wasser haben. Und da machen sich gleich die Erledigungen für die Grenze auch viel besser. Und eines der Sachen, die wir unbedingt machen müssen, ihr habt ja heute Morgen gesehen, Jim ist gar nicht gut gestartet. Ja, dafür haben wir eigentlich was mit dabei, um das Flocken des Diesels zu verhindern. Und ja, das kippen wir jetzt mal rein. Und dann wird hoffentlich der morgige Start ein bisschen angenehmer. Läuft kurz? Ja. Gut. Okay, rasch. Was mache? Wir haben ja noch 40 Liter bolivianischen Diesel mit dabei, der eigentlich ja gar nicht so gut ist. 20 kippen wir jetzt rein, 20 behalten wir einfach als Reserve.
Denn wie gesagt, morgen geht es für uns über die Grenze nach Peru, da ist der Diesel wieder viel besser. Aber wir haben noch richtig guten Diesel mit dabei, also glaube ich 10 Liter sind es aus Chile. Und das mischen wir jetzt alles zusammen, damit der schlechte und der gute ja, im Durchschnitt Diesel sind am Ende. Während Roberto noch die letzten Milliliter in den Tank versucht zu kippen, mache ich schon mal die Papiere fertig und ich kümmere mich auch schon um die Versicherung. Wir haben immer so ein Täschchen, da sind alle Grenzpapiere drin, damit wir alles schön beieinander haben. Da checke ich jetzt, ob alles wirklich drin ist. Und für Peru braucht es auch eine SOAT-Versicherung. Das ist eine Unfallversicherung fürs Fahrzeug, das Personenschäden abdeckt. Und die ist Pflicht, also müssen wir gucken, dass wir da auch eine Versicherung abschließen können. Also unser Kontakt von der Versicherung meldet sich immer noch nicht. Mal gucken. Also wenn wir das bis morgen früh nicht erledigt haben, dann ja, kontaktieren wir wahrscheinlich wen anders, über den wir die Versicherung machen können. Hier funktioniert ja alles in Südamerika über WhatsApp. Das ist super simpel, richtig angenehm. Ja, mal gucken. Auf jeden Fall haben wir schon mal alle Papiere beisammen. Also wir brauchen ja unsere 2 Reisepässe, dann die Fahrzeugpapiere und dann noch den Tipp. Also wir müssen ja unser Auto wieder aus Bolivien ausstempeln, am bolivianischen Pass, am bolivianischen Zoll. Und am peruanischen kriegen wir dann wieder einen neuen Tipp für Peru. Also von dem her, ja, Papiere haben wir sind eigentlich soweit ready. Und dann in der Zwischenzeit bis morgen haben wir hoffentlich auch eine Versicherung. Was für ein friedlicher Ort das doch geworden ist, obwohl die Stadt hier keine 200 Meter von uns entfernt ist. Aber man merkt und man hört vor allem, dass die Stadt langsam aufwacht. Hier sind ja all diese Touren, die zur Isla del Sol fahren. Und die starten, glaube ich, jetzt dann in den nächsten 5 bis 10 Minuten. Also das heißt, all diese Boote werden dann rausfahren. Und für uns heißt es, ja, langsam zusammenpacken und ja, Richtung Grenze fahren. Ist nicht weit, glaube ich. Und wir werden auf jeden Fall Bolivien sehr vermissen, denn wir hatten eigentlich vor, viel mehr von Bolivien zu sehen. Aber aufgrund der politischen Lage und der Straßenblockaden und der Knappheit an Diesel, ja, macht es irgendwie keinen Sinn, hier noch länger zu bleiben. Man weiß nie, was passieren kann. Kann sein, dass man dann eine Woche irgendwo hängen bleibt. Und das wollen wir einfach nicht riskieren. Wir haben doch noch ein paar Kilometer vor uns. Und von dem her, ja, packen wir hier zusammen und fahren gleich los. Ach, es ist wirklich so schön hier, vor allem dieses kristallklare Wasser. Oh Mann, der Motor will wieder nicht. Ich dachte, mit dem Fließkar geht jetzt besser. Ja, aber das ist ja nicht durchgeflossen. Mann. Naja, alle guten Dinge sind 3. Jawohl. Genau so ist es. Alle guten Dinge sind 3. So, fahren wir los. Es sind etwa 15 Minuten an die Grenze. Also es ist wirklich nicht weit. Soll ja eine gemütliche Grenze sein, habe ich gelesen. Genau. Mal gucken. Also, vamos. Vamos. Ja,
Ja, und da sind wir schon. Die Grenze. Uff, mein Gott, die Straße hier. Ja, aber wir sind jetzt an der Grenze angekommen. Hier vorne ist schon das Grenzgebäude. Mal gucken. Es wirkt noch ziemlich verschlafen. Sieht aus, als könnten wir doch fahren. Podemos pasar hasta adelante? Sí, 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 sí. vale, gracias. Keine Ahnung. Irgendwie ist offen, aber es ist doch zu. Hier sind nochmals irgendwelche Absperrungen. Gehen wir mal fragen, oder? Was Ja. meinst du? Gehen wir mal rein. Ja. Sollte ja nicht lange dauern, glaube ich. Das mit der Ausreise aus Bolivien hat jetzt wieder erstaunlich gut und schnell geklappt. Es ist für mich, ich glaube für uns beide, schon ein bisschen ein schwerer Abschied, weil es gibt noch so viel zu entdecken in Bolivien. Ja, aber die Situation ist nicht einfach und Ja, vielleicht kommen wir ja mal wieder und können dann noch ein bisschen mehr von Bolivien sehen. Jetzt startet erstmal bald ein neues Kapitel mit Peru nach der Einreise. Ja. Obwohl wir waren gestern noch was trinken und da haben wir bei einem Gespräch erfahren, dass es wohl in Peru auch Straßenblockaden geben soll. Ja, keine Mal Ahnung. schauen, wie das wird. Naja. Ja, jetzt machen wir erstmal die Einreise nach Peru und dann gucken wir halt weiter. Genau. Okay. Ya. Y si no, Ya. no tenemos ¿Cómo son los controles De fruta, verdura. dentro de Perú también igual? Man sieht schon, der peruanische Zoll nimmt es ziemlich genau. Also erst kam ein Herr von der Senasa, also für Lebensmittelkontrolle in den Van, hat ein bisschen geguckt, war aber auch zufrieden mit dem, was er gesehen hat, weil wir haben ja auch versucht, alles wegzuessen. Und jetzt hat nochmal der Herr vom Zoll reingucken wollen und hat gefragt, ob wir was gekauft haben in Bolivien und was wir dabei haben. Der hat auch nochmal in die Schränke geguckt, auch aufs Dach hoch. Also ich glaube, die sind hier schon, ja, die nehmen ihren Job schon genau. Wir dürfen offiziell nach Peru einreisen. Sehr gut. Auch Jimmy, ja? Auch Jimmy, ja. Weil du warst jetzt echt lang da drin. Ja. Vamos. Eso es todo, amigo. Vas avanzando. Gracias. Sí. Gracias. Ciao. Nos vemos. Gracias. Der erste Eindruck von Peru ist jetzt gefühlt gar nicht mal so anders als in Bolivien, aber wir sind halt auch immer noch am Titicaca-See und die Landschaft ist einfach immer noch genau gleich schön. Ja, wir machen jetzt aber trotzdem noch eine kleine Pause hier, um uns neu zu sortieren, um zu schauen, wo wir hinfahren heute, was wir in den nächsten Tagen machen. Ja, und Oder? zufällig stehen wir auch noch gerade an einer Inka-Stätte. Also das ist schon sehr symbolisch für unsere Zeit in Peru, glaube ich. Ja, und wir hoffen natürlich sehr, dass ihr auch weiterhin interessiert seid, wie es in Peru weitergeht. Ja. Schaltet gerne im nächsten Video wieder ein. Abonniert den Kanal gerne, hinterlasst einen Daumen nach oben, einen Kommentar und dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Hasta luego. Hasta luego. Was habe ich gesagt? Sondern das gerade auch, weil